Wasserdampf und Muskelkraft. Dieses schweißtreibende Biegeverfahren ist uralt und produziert Designklassiker. Der Rheinland-Pfälzer Michael Tonnet aus Boppard hat damit das Stuhldesign revolutioniert. Mitte des 19. Jahrhunderts. Picasso saß drauf. Charlie Chaplin konnte nicht genug davon bekommen. Dieser Biegevorgang ist einzigartig. Das ist das Schönste an der ganzen Sache. Dass die Technik sich nicht verändert hat oder dass die Technik, die heutige Technik, den Prozess immer noch nicht hinkriegt, den Menschen zu ersetzen. Das ist unser Stuhl. Den macht kein anderer so, das ist unser. Dieser Wiener Kaffeehausstuhl ist aus Buche. Wir sind in den Wäldern Nordhessens. Bernd Runsheimer ist gelernter Tischler, Industriemeister und Experte in Sachen Buchenholz. Hessen wird ja auch das Buchenland genannt. Die Buche hat die Eigenschaft, dass es ein dichtes und sehr hartes Holz ist. Durch seine Feinporigkeit und Kurzfaserigkeit eignet es sich halt genial zum Holzbiegen. Es ist März und es werden Buchen gefällt im Hessenforst, so wie früher für den Kaffeehausstuhl. Diese hier ist 40 Meter hoch, 100 Jahre alt. Weil sie einer Eiche im Weg steht, muss sie gefällt werden. Wie wir hier sehen, haben wir ein 8 Meter sauberes Stück, was recht gut aussieht. Das sind ungefähr 1,5 Festmeter, die wir hier haben. Pro Festmeter kriegen wir ungefähr halt 150, 200 Stuhllehnen raus. Das heißt, wir liegen hier so bei 250 ungefähr, die wir gut nutzen können. Der Baumstamm braucht halt eine gewisse Qualität. Der muss halt gerade sein, sollte keinen Drehwuchs haben, wenig Astigkeit und Krümmung. Weil wir brauchen ja schon gewisse Längen, halt, um die Stuhllehnen rauszubekommen. Die Buchen aus dem nordhessischen Forst bei Frankenberg werden heute nicht mehr zum Kaffeehausstuhl. Diese Zeit ist vorbei. Die Verkaufszahlen von Buchholzmöbeln gingen stark zurück. Ein eigenes Sägewerk war wirtschaftlich für Tonnet nicht mehr tragbar. Jetzt werden die Kantel zugekauft, die Rohlinge zugeliefert und kommen auch aus deutschen Wäldern. Bernd Runsheimer und der Holzmechaniker Armin Ludwig inspizieren die Ware. Sehr schön, sauber, astfrei. Alles gut, wie gehabt. Keine Äste, Qualität ist okay. Sehen gut aus. Aus Buchenholz wird ein Designklassiker seit 160 Jahren. Es sind letztlich nur 6 Teile, die zum Kaffeehausstuhl zusammengesetzt werden. Das Besondere dabei ist die schwungvolle Lehne. Die Lehne, das ist ein dreidimensionales Teil. Das heißt, die kann nur von Menschenhand gebogen werden. Also da gibt es keine Maschine, die das kann. Und dann halt dieses Know-how, diese Erfahrung über all die Jahre, die sich die Mitarbeiter angeeignet haben, das ist halt ganz wichtig. Das ist eine reine Handarbeit. Eigentlich sieht alles sehr übersichtlich aus. Der Weg bis zum fertigen Buchholzstuhl allerdings ist steinig und schwer. Ab jetzt übernimmt Armin Ludwig, der Chef in der Biegerei, und es wird laut. Die eckigen Buchenkantel müssen rund werden. Diese Drehkopf-Drechselmaschine hilft. Sie ist mehr als 45 Jahre alt. Die kann man einfach mal 10 Jahre in die Ecke stellen, man stellt sie an, da geht keine Technik kaputt, da ist kein Computer, der abstürzt, das geht einfach. Der Clou, sie macht die 2,25 Meter lange Lehne unterschiedlich dick. Dieser sogenannte Kupierring ist verantwortlich dafür, dass das Holz am Ende einen unterschiedlichen Durchmesser hat. So, das ist die Lehne, gedrechselt, mit verschiedenen Maßen, dick und dünn. Das ist so, wie der Michael Tonnet sich das gewünscht hat, dass der Stuhl möglichst leicht wird. Deswegen haben wir die Mitte dünn, wo die Sitze angeschlagen werden, dick und die Füße wieder dünn. Das ist Wahnsinn, das ist einfach wunderschön.
Dass ich den Stuhl heute immer noch bauen darf. Den eigentlich mein Uropa gebaut haben könnte, baue ich heute noch. Und zwar mit Wasserdampf wie schon 1859. Heute wird der Dampf mit diesem Kessel erzeugt. Er ist 3,40 Meter tief und aus dem Jahre 2011. Das ist ein großer Dampfkochapparat. Da wird Wasserdampf reingeblasen, 106 Grad. Dann werden die Hölzer reingelegt. Und dann werden die bei 106 Grad mit einem gewissen Druck von 0,6 bis 0,7 bar für 5 Stunden gedämpft. Gedämpft werden die, damit das Holz weich und mürbe wird, dass man es auch von Hand verformen kann. Das wurde damals schon so gemacht. Wasserdampf und Druck. Diese 2 Komponenten braucht man nur. Mehr braucht man nicht zum Holz biegen. Wasserdampf und Druck. Auch diese Buchenholzbretter werden im Wasserbad bei 106 Grad gedämpft. Aus ihnen werden später andere wichtige Bauteile des Kaffeehausstuhls. Das Holz schwitzt jetzt kräftig im Wasserbad. Armin Ludwig, seit 1986 im Betrieb, nutzt die Zeit. Er drechselt erstmal die Stuhlbeine. 2 Buchenkantel werden rund und bekommen einen Zapfen. Holz lebt. Die Leute sagen zwar, der Baum ist abgeschnitten, der ist tot. Nein, das Holz lebt. Jedes Stück Holz hat eine andere Maserung, andere Farben, andere Holzarten und es riecht. Und das ist das Allerschönste am Holz. Metall ist schwarz, ist dreckig, riecht meistens schlecht. Holz riecht schön, ist sauber, ist von der Oberfläche her schön, hat eine schöne Haptik. Das ist einfach ein schönes Material. In dem Fall würde ich sagen, ja, ist mein Traumberuf. Die ersten beiden Stuhlteile sind zumindest in der Rohfassung produziert. Jetzt wird es spannend. Die runden Buchenstäbe sind nach 5 Stunden fertig gedämpft. Der Druck hat den Wasserdampf ins Holz gepresst. Wenn das Holz Verwachsung hat, die man vorher nicht gesehen hat, würde es brechen. Wenn der Wasserdampf viel zu trocken wäre, sagen wir mal, der hat 140 Grad, dann ist der Dampf trocken. Und das Holz ist dann trocken innen drin und dann könnte man es nicht verformen. 106 Grad sind perfekt. Jetzt muss es aber schnell gehen, bevor das Holz auskühlt. Die Holzbieger brauchen, wie schon 1859, ein bisschen Hilfe. Das Metallband verhindert, dass das Holz nach hinten wegsplittert. Die Pappe verhindert die Verfärbung, damit der Rost, was ja durch Feuchtigkeit entsteht, nicht in das Holz einzieht. Und das Metallband muss immer auf der komplett gegenüberliegenden Seite des Biegevorgangs liegen. Und wenn man ein Stück Holz in der Hand nimmt, vor sich und bricht das splittert immer nach außen weg. Und das Metallband ist dafür da, um dieses zu verhindern. Die Bieger unterhalten sich nicht beim Biegen, weil das brauchen die nicht, die haben das im Gefühl. Muskelkraft braucht man keine. Man muss nicht sonderlich stark sein dafür. Man muss Gefühl in den Fingern haben. Wenn man jetzt natürlich 60, 70 Stück biegt, braucht man auch Kraft dafür. Aber das Wichtigere ist, man muss Gefühl in den Fingern haben, man muss das Holz fühlen. Mit 12 Stahlzangen fixieren sie die Lehne. Lehnen biegen, das ist schon was Schönes, wenn man sowas von Hand kann. Ist anstrengend, ist heiß, ist warm, man verbrennt sich, man klemmt sich die Finger, aber das geht, das ist schön. Man kann sowas auch mal machen. So um die 4 Minuten brauchen die beiden, bis die Lehne gebogen ist. Das Schöne daran ist, das kann mich keiner ersetzen, das kann mich keine Maschine ersetzen. Ich kann dieses dreidimensionale Teil immer noch von Hand biegen, weil es keine Maschine kann, weil noch keiner einen erfunden hat, die es hinkriegt. Es gibt in Deutschland ganz wenig Menschen, die das können. Ich bin glücklich, davon einer sein zu dürfen. Das ist eine schöne Sache, kann man einfach mal so machen.
Der Biegebock ist aus Stahl, die Biegeform aus Aluminium-Spritzguss. Und die geht jetzt mit der Lehne zum Trocknen. Die 75 Grad in dieser Kammer entziehen dem Holz die Feuchtigkeit. 24 Stunden Ruhe für die gebogene Lehne, das Herzstück des Wiener Kaffeehausstuhls. Nach einigen Stunden sind auch diese Buchenbretter fertig gedämpft. Armin Ludwig spannt 3 davon in eine Metallform ein. Aus ihnen werden unter anderem Sitzrahmen des Buchholzstuhls. Seit den 60er Jahren aber biegt eine Maschine. Vorher reichte Muskelkraft aus, denn die Buchenbretter waren dünner, die Sitzrahmen filigraner. Heute unterstützen Maschinen die Muskeln. Die werden zweidimensional gebogen, deswegen Maschinenbiegen, dreidimensional Hand, zweidimensional Maschine. 3 Stück auf einmal, das ist von Hand gar nicht machbar. Das ist also viel zu viel Kraft brauchte man dafür. Aber da es zweidimensional ist, kann man das mit Maschinen biegen. An der Maschine ist das Besondere, sind die 2 Bügel mit dem Zahnrad, die drücken über 90 Grad. Und durch diese Bügel, dass die sich oben gegeneinander drücken, können wir noch mal 30 Grad mehr pro Seite biegen. Die 3 maschinengebogenen Sitzbügel bleiben in der Biegeform und besuchen die handgebogene Lehne in der Trockenkammer bei 75 Grad. Weil das Holz dicker ist, erhöht sich die Ruhezeit, 48 Stunden. Pause für das Buchenholz und ein Blick auf kreatives Stuhldesign. 48 Stunden später. Die Bügel werden von Armin Ludwig aus der Form befreit. Aus diesen 3 Holzstücken werden unterschiedliche Teile des Kaffeehausstuhls. Der Holzmechaniker fixiert einen dieser Bügel am sogenannten Zapfenschläger, so heißt die Maschine hier, obwohl sie Zinken macht. Säge und Fräse arbeiten zusammen und produzieren Mini-Zinken für einen späteren Sitzrahmen. Viele der 40 Maschinen in dieser Werkstatt sind Marke Eigenbau, genau für die jeweiligen Bedürfnisse konstruiert. Um den offenen Bügel des Sitzrahmens rund zu machen, braucht es das sogenannte Sitzhinterstück. Das wird extra zugesägt. Und jetzt werden wir an das Hinterstück die Zinken auch noch einfräsen, damit das beides zusammenpasst und verleimt werden kann. Die Mini-Zinken sorgen für eine perfekte Verbindung zusammen mit dem Leim. Wasserfester Weißleim für den runden Sitzrahmen des Buchholzstuhls. Die nächste Metallform presst das Sitzvorderstück, verleimt mit dem Hinterstück, zusammen. 12 Stunden lang inklusive Trocknen. Zwölf Stunden später. In den verleimten und getrockneten Buchenholzrahmen wird eine Nut gefräst, eine Trennnut. Denn aus diesem runden Holzstück werden später 2 Sitzrahmen. Alles wird so rationell wie möglich produziert. Backen werden eingeleimt, denn an dieser Stelle werden später die Stuhlbeine eingesetzt. Dann fräst Armin Ludwig in das Holz auch von innen eine Trennnut. Es ist alles sehr aufwendig. Bis zur Endfertigung sind 124 Arbeitsschritte nötig. Was da noch alles hinten dran hängt mit der ganzen Technik, der ganzen Maschinen, den Werkzeugen. Es ist ja eigentlich ein Riesenaufwand, einen Stuhl so zu fertigen.
Löcher für die Vorderbeine auf beiden Seiten. Dennoch sind die Sitzrahmen vereint. Jetzt machen wir aus diesem Bügel, den wir gerade gefräst haben, 2 Sitzrahmen. Deswegen wurde der auf beiden Seiten gebohrt. Oh, Thema Sicherheit, das ist ein ganz schweres Thema. Hohe Drehzahlen, scharfe Messer. Das ist schon für nicht gelernte Leute ziemlich beängstigend. Wichtig ist, immer voll konzentriert bei der Arbeit bleiben. Dann passiert einem auch nichts, dann passiert auch den Fingern nichts. Glücklicherweise, bei mir ist es bis heute noch nicht passiert. Ich müsste jetzt mal auf Holz klopfen, aber ich habe gerade keins in der Nähe. Ja. Immer Augen auf, denn Routine kann gefährlich sein. Jetzt werden die Sitzreifen produziert in der Karussellfräse. Diese Maschine ist oft im Einsatz beim Bau des Stuhls. Außenfräsen, Innenfräsen. Letztlich werden aus einem maschinengebogenen Buchenholzstück 3 Sitzreifen. Von denen einer für unseren Kaffeehausstuhl gebraucht wird. Das dritte Stuhlteil gebogen und gefräst. Wie ist es denn der handgebogenen Lehne ergangen, dem Herzstück des Stuhls Nummer 214? Die Ruhezeit war 24 Stunden. Der Holzmechaniker schlägt sie aus der Form, so nennt man das hier, und schaut ganz genau hin. Auf Risse, Brüche, auf Druckstellen, wenn man die Zangen zu fest andreht, auf Verformung extremer Art, haben wir aber keine, ist wirklich eine schöne Lehne. Jetzt gehen wir damit an eine Maschine. Und da wird die einmal überfräst, die ganze Fläche. Am Lottchen werden erste Unebenheiten bei 1500 Umdrehungen pro Minute beseitigt. Die Feinarbeit kommt erst noch. Auch die Holzflecken verschwinden später beim Schleifen. Bauteil Nummer 4. Fehlen noch 2 weitere für den Wiener Kaffeehausstuhl. Das Lehnmittelstück ist das nächste. 9 wurden zusammen Maschinen gebogen und mussten 24 Stunden lang trocknen. Auch sie werden am Lottchen an der Drehfräsmaschine bearbeitet. 1,5 mm werden runtergefräst. Die Enden werden noch gedäumt, das heißt schräg gefräst, aus optischen Gründen. Das Lehnmittelstück wird später die Rückenlehne stabilisieren. Bauteil 5 in der Rohfassung, nachbiegen und fräsen. Nur der Sitzrahmen fehlt noch. Er wird in dieser Breitbandschleifmaschine von oben und unten geschliffen. Dabei wird rund 1 mm weggenommen. Der Sitzrahmen braucht dann noch eine Nut, in die später das Rohrgeflecht für die Sitzfläche eingeschlagen wird. Diesen Job übernimmt eine CNC-Maschine. Der Fräser für die Nut 4,6 mm. Jetzt sind alle 6 Bauteile gebogen, gedrechselt, gefräst, aber noch lange nicht fertig. Gut, Lehne. Ja, müssen wir hier noch ein bisschen durchlassen, ein bisschen beischleifen. Aber es sieht auch sehr gut aus, hat keine Brüche. Die Flecken kriegen wir beim Schleifen raus. Reifen ist auch okay, keine Schläge drin, ist alles rund. Ja. Gut, dann geben wir die Teile weiter. Weiter in die Abteilung Schleiferei. Hier arbeitet ein anderes Team. Danny Stutzmann kümmert sich jetzt um den Sitzrahmen. Er macht den Vorschliff an einer Hochbandschleifmaschine 120er Körnung. Er befeuchtet das Holzteil und danach stellen sich widerspenstige Holzfasern auf. Hätten sie mal lieber nicht getan, denn der Frankenberger kennt kein Erbarmen und glättet dann alles wieder mit dem Feinschliff. Die hochstehenden Holzfasern verschwinden.
Jetzt braucht der Sitzrahmen noch eine Kehlung. Hier verschrauben sie später die Lehne. Je mehr Auflagefläche, desto mehr Stabilität. Ein Loch für die Logoplakette und eine Brandmarke. Aber fertig ist der Sitzrahmen noch lange nicht. Er soll nämlich auch bequem sein. Kunststoff-Stützgewebe sorgt für mehr Stabilität und Rohrgeflecht später für den guten Sitz. Und dafür muss es mal kurz 5 Minuten baden. Das ist handwarmes Wasser, damit das Gewebe elastischer wird, leichter zum Einschlagen. Und wenn es dann nachher wieder eintrocknet, zieht es sich zusammen, damit man richtig schön bequem auf dem Stuhl sitzen kann. Es ist nicht so hart wie ein Sperrholzbrett, nicht so kalt wie ein Sperrholzbrett. Das ist natürliche Wärme, damit die Besitzer der Stühle länger Spaß an ihren Möbeln haben. Das Material ist aus Pettichrohr. Die Abteilung Rohrgeflecht übernimmt den Sitzrahmen. Marco Cacheros schießt mit Druckluft das Kunststoffgewebe in die Nut ein. 11 mm Klammern, 120 Stück. Es muss ganz straff und glatt sein. Gleichzeitig in der Schleiferei. Der Lehnenfeinschliff von Danny Stutzmann mit dieser Rundschleifmaschine. Sie macht das Buchenholz eben und beseitigt die Holzflecken auf der handgebogenen Lehne. Stutzmann muss sich sehr konzentrieren, sonst fehlt schon mal etwas Haut an der Hand. Am Sitzrahmen dagegen schlägt Marco Cacheros das noch leicht feuchte Rohrgeflecht in die Nut ein. Wasserfester Weißleim aus der Pistole, dann kommt wieder der Hammer für den Splint aus Pettichrohr. Eine langwierige Arbeit, die viel Konzentration erfordert. Die 100 Bar Ölpresse, wieder Marke Eigenbau, drückt nochmal alles zusammen. Verteilt den Leim in der Nut, drückt auch den Splint ebenmäßig rein. Der letzte kritische Blick des gelernten Polsterers vor der Montage. Es geht hier um Details und die Liebe zu dieser Arbeit, die man mitbringen muss. Die Mitarbeiter sind schon stolz, so Sachen machen zu dürfen. Das ist unser Baby. Da arbeiten bestimmt 15 verschiedene Leute an einem Naturstuhl. Das muss wirklich ein Team sein. Die Qualität muss jeder so produzieren, dass er 1A ist, dass der Nächste dann mit dem Teil auch wirklich weiterarbeiten kann. Und dann machen die das so und dann ist am Endeffekt kommt ein schöner Stuhl dabei raus. Das sind alle 6 Bauteile, vorgeschliffen, feingeschliffen, bereit für die Montage. Der Sitzrahmen ist als erstes dran, zusammen mit den Stuhlbeinen. Die werden komprimiert und bekommen dadurch eine größere Leimfläche, das heißt mehr Stabilität. Michael Heck ist der Monteur hier. 99% aller Buchholzmöbel gehen durch seine Hände, montiert in Handarbeit. Jeder Winkel, jede Krümmung muss seinem kritischen Blick standhalten. Heck weiß, auf was es ankommt. Er arbeitet seit 1985 im Betrieb. Er verbindet nun Lehne mit dem Lehnmittelstück. Insgesamt fixiert der Holzmechaniker 12 Schrauben in dem Kaffeehausstuhl.
Jetzt wird verheiratet, so nennt Heck den nächsten Schritt. Lehne und Sitzrahmen gehen eine Buchholzehe ein. Die Schrauben werden vorher in Kernseife getunkt, dadurch verschwinden sie leichter im Holz. Das letzte Bauteil und der wichtigste Schritt, den Sitzreifen einbauen. Dieser Buchenholz-Rundbogen ist die Lebensversicherung des Designklassikers. Er stabilisiert den ganzen Stuhl. Zwölf Minuten lang dauert es normalerweise, bis der Stuhl Nummer 214, der Wiener Kaffeehausstuhl, montiert ist. Fertig? Nein, noch lange nicht. Er wackelt. Die Beine der Lehne sind zu lang. Aber auch dafür hat Michael Heck eine Lösung. Eine Ablenksäge, wieder Marke Eigenbau. Der Stuhl wird auf 46 cm Stuhlbeinlänge gekürzt. Jetzt noch mit dem Phasenfräser eine abgeschrägte Kante am Stuhlbeinende machen. Und voilà, jetzt steht er wie eine Eins und geht doch gleich wieder auf Reisen. 2,74 Kilogramm Buchenholz. Von 1859 bis 1930 wurde dieser Stuhl 50 Millionen Mal gebaut. Der Tag danach. Jetzt ist die Abteilung Oberfläche dran. Tim Bigiaku aus der Lackiererei. Kurzer Qualitätscheck und dann nimmt der Stuhl wieder Fahrt auf, Richtung Grundierung. Dieser Spritzroboter wartet schon auf das Buchholzmöbel. 750 Gramm transparenter UV-Lack drauf. Und dann fährt der glänzende Stuhl 45 Minuten lang zum Trocknen durch den Kanal. 12 UV-Röhren härten den Lack aus. Anschließend muss wieder der Mensch ran. Tim schnappt sich den Stuhl nochmal und schleift ihn zwischen. Auch hier haben sich widerspenstige Holzfasern nochmal aufgestellt, müssen mit Schleifpapier glatt gemacht werden. Der Spritzroboter ein zweites und letztes Mal lackiert den Stuhl diesmal mit 600 Gramm Klarlack. Schön glänzend und ablackiert, wie es hier heißt. Fast fertig ist der Buchholzstuhl. Die letzte Trockenphase im UV-Licht und dann ist der Designklassiker bereit für die Endabnahme. Ilona Beer ist die letzte Qualitätsinstanz. Fühlen und sehen für den perfekten Sitz. Stimmt hier etwas nicht, geht der Stuhl zurück. Stimmt alles, dann kommen die Kunststoffgleiter drauf und natürlich auch das Firmenlogo. Ihre kritische Abnahme ist ein wichtiger Schritt auf dem langen Weg zum Wiener Kaffeehausstuhl Nummer 214. Der Stuhl ist über 160 Jahre alt, den wir auch heute noch fertigen, der gekauft wird und einfach halt ein toller klassischer Stuhl ist. Alle Leute, die hier arbeiten, wenn die irgendwo im Ausland einsehen, fotografieren die Chile, Brasilien, Südafrika. Habe ich alle schon gekriegt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.